Glaubst du, dass du bewusst und selbstbestimmt deine Entscheidungen triffst? Heute sprechen wir über somatische Marker, wie sie dein Körpergedächtnis bilden und darüber, was sie mit deinen Entscheidungen zu tun haben. Bleib dran! Beginnen wir mit der grundlegenden Frage: Was sind somatische Marker? Der Begriff somatisch stammt aus dem Griechischen und bedeutet den Körper betreffend. Somatische Marker sind körpereigene Signale, die dir in Bruchteilen von Sekunden eine emotionale Bewertung deiner aktuellen Lebenssituation liefern. Dieses Konzept wurde von dem portugiesischen US-amerikanischen Neurowissenschaftler Antonio Damasio eingeführt, dessen Theorie der somatischen Marker mittlerweile weltweit anerkannt ist. Antonio Damasio hat herausgefunden, dass wir bereits als Neugeborene unsere Lebenserfahrungen kontinuierlich in einem emotionalen Erfahrungsgedächtnis speichern. Alles, was du bisher erlebt hast, sei es Freude, Angst, Erfolg oder Misserfolg, hinterlässt eine emotionale Spur in deinem Körper. Diese emotionalen Spuren sind deine somatischen Marker. Sie helfen dir dabei, deine zahllosen täglichen Entscheidungen emotional als gut oder schlecht, hilfreich oder nicht hilfreich zu bewerten. Stell dir vor, du stehst vor der Entscheidung, ob du eine neue Herausforderung annehmen sollst, die mit Unsicherheit und möglichen Risiken verbunden ist, oder ob du lieber in deiner gewohnten Komfortzone bleibst. Dein Körpergedächtnis hat bereits unzählige solcher Entscheidungen durchlebt. Deine somatischen Marker bewerten diese Optionen emotional. Vielleicht verspürst du ein flaues Gefühl im Magen oder eine erhöhte Herzfrequenz bei dem Gedanken, die neue Herausforderung anzunehmen, weil du in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit ähnlichen Situationen gemacht hast. Oder du fühlst dich sicher und entspannt, wenn du daran denkst, in deiner vertrauten Umgebung zu bleiben. Diese körperlichen Empfindungen helfen dir, eine Entscheidung zu treffen, ohne jede einzelne Option analytisch durchdenken zu müssen. Aber wie genau funktionieren diese somatischen Marker? Nun, sie fungieren als ein körpereigenes Signalsystem, das eng mit deinem emotionalen Erfahrungsgedächtnis verknüpft ist. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, werden verschiedene Handlungsalternativen in deinem Geist simuliert. Deine somatischen Marker reagieren dann emotional auf jede dieser Alternativen, indem sie positive oder negative körperliche Empfindungen hervorrufen. Diese Empfindungen signalisieren dir, welche Option für dich vorteilhaft oder nachteilig ist. So werden emotional belastende Handlungsoptionen ausgeschlossen, bevor du überhaupt eine bewusste Entscheidung triffst. Diese somatischen Marker stammen aus vergangenen Erfahrungen und beeinflussen, wie du auf ähnliche Situationen in der Zukunft reagierst. Dein Körpergedächtnis macht sich bemerkbar, um dir seine Bewertung der aktuellen Situation mitzuteilen. Unbewusst. Antonio Damasios Theorie zeigt uns, dass somatische Marker nicht nur ein theoretisches Konzept sind, sondern eine physische Basis haben. Sie manifestieren sich in Form von Herzklopfen, Magen-Darm-Beschwerden oder anderen körperlichen Reaktionen, die unsere unbewussten Bewertungen von Situationen widerspiegeln. Diese Marker sind essentiell für unser tägliches Leben, da sie uns helfen, schnell und effizient Entscheidungen zu treffen, ohne jede einzelne Option analytisch bewerten zu müssen. Doch wo genau im Gehirn entstehen diese somatischen Marker? Antonio Damasio identifiziert zwei Schlüsselregionen, die Amygdala und die präfrontalen Rindenfelder. Die Amygdala spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung von Emotionen, insbesondere bei der Entstehung von Ängsten und anderen starken Gefühlen. Die präfrontalen Rindenfelder hingegen sind für die Planung und Entscheidungsfindung verantwortlich. Die Interaktion zwischen diesen beiden Gehirnregionen ermöglicht es, dass somatische Marker als emotionale Rückmeldungen in den Entscheidungsprozess einfließen. Ein praktisches Beispiel aus Damasios Forschung ist die sogenannte Iowa Gambling Task, auf Deutsch in etwa Iowa Glücksspielaufgabe. In diesem Experiment mussten die Teilnehmer Karten aus verschiedenen Kartenstapeln wählen, um Geld zu gewinnen.
2 der Stapel boten hohe Gewinne, aber auch hohe Verluste, während die anderen beiden stabile, aber geringere Gewinne ohne große Verluste anboten. Trotz anfänglicher rationaler Entscheidungen tendierten die Teilnehmer langfristig dazu, sich für die sicheren Stapel zu entscheiden, unterstützt durch negative somatische Marker, die sie vor den riskanteren Optionen warnten. Dieses Experiment zeigt, wie somatische Marker uns dabei helfen können, langfristig bessere Entscheidungen zu treffen, selbst wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Aber, und jetzt kommt es, somatische Marker können auch zu Entscheidungen führen, die dir nicht weiterhelfen, dich sogar einschränken, besonders wenn sie auf stark negativen oder gar traumatischen Erfahrungen basieren. Ein übermäßig negativer somatischer Marker kann dich beispielsweise davon abhalten, neue, potenziell vorteilhafte Möglichkeiten zu ergreifen. Angst als somatischer Marker kann dich lähmen und dich davon abhalten, Chancen zu nutzen, weil dein Körper auf vermeintliche potenzielle Bedrohungen reagiert, die vielleicht gar nicht mehr bestehen. Deshalb ist es wichtig, sich dieser Marker bewusst zu werden und zu lernen, wie man sie steuert oder besser noch ausschalten kann. Ein erster Schritt zur bewussten Steuerung deiner somatischen Marker wäre die Achtsamkeit. Dadurch lernst du, deine körperlichen Empfindungen in verschiedenen Situationen wahrzunehmen. Dies hilft dir, die zugrunde liegenden somatischen Marker zu identifizieren und zu verstehen, wie sie deine Entscheidungen beeinflussen. Insbesondere wenn Angst im Spiel ist. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Reflexion und das Verständnis deiner eigenen Erfahrungen. Indem du dich aktiv mit deinen vergangenen Erlebnissen auseinandersetzt und deren emotionale Auswirkungen betrachtest, kannst du die somatischen Marker besser verstehen und lernen, sie bewusst wahrzunehmen. Dies kann besonders im Coaching hilfreich sein, um negative somatische Marker zu identifizieren und umzustrukturieren bzw. sogar aufzulösen. Wie das funktioniert, erkläre ich dir im 2. und 3. Teil dieser Videoreihe über somatische Marker. Die Links findest du unter dem Video. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass somatische Marker und das Körpergedächtnis eine zentrale Rolle bei deinen Entscheidungen spielen. Sie sind tief in deinen körperlichen und emotionalen Erfahrungen, insbesondere im Kontext von Angst, verwurzelt und beeinflussen dein Verhalten auf unbewusster Ebene. Antonio Damasios Arbeit zeigt uns, wie essentiell diese Marker für die persönliche Entscheidungsfindung sind. Lass mich dir meine erste Frage am Anfang des Videos nun noch einmal stellen. Glaubst du, dass du bewusst und selbstbestimmt deine Entscheidungen triffst? Was denkst du jetzt darüber? Im nächsten Video, im 2. Teil der Videoreihe über somatische Marker, werden wir uns genauer damit beschäftigen, wie somatische Marker dein tägliches Leben beeinflussen und welche spezifischen Bereiche davon besonders betroffen sind.